Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Are you living by the divine strength of Jesus Christ Lebst du aus der göttlichen Kraft Jesu Christi, that enables you to conquer absolutely every difficulty? die dich befähigt, absolut jede Schwierigkeit zu überwinden? Or are you struggling to try in your own strength to resolve life? Oder mühst du dich ab und versuchst, aus eigener Kraft das Leben zu meistern? Look at this. Schau mal, If you are a bird wenn du ein Vogel bist and you're flying out there und draußen fliegst, and there is a strong wind, bei starkem Wind, you have two options. hast du zwei Möglichkeiten. You can beat your wings as hard as you can to try to conquer that wind. Du kannst mit den Flügeln so fest schlagen, wie du kannst, um den Wind zu besiegen. It's going to wear you out. Das wird dich zermürben. That's how Christians have lived. So haben Christen gelebt. Fight the circumstances, fight the difficulties, overcome the difficulties. Come on, come on, come on, come on. Kämpfe gegen die Schwierigkeiten, überwinde die Schwierigkeiten. Komm schon, komm schon, komm schon. Or the bird can do something else. Oder der Vogel kann etwas anderes tun. It can spread out its wings, surrender to the storm, and let the storm take it. Er kann seine Flügel ausbreiten, sich dem Sturm hingeben und sich vom Sturm tragen lassen. Storms are part of life. Stürme sind Teil des Lebens. Spread out your wings and use them. Breite deine Flügel aus und nutze sie. That's what I've learned to do. Das habe ich gelernt zu tun. Jesus, I thank you that your power lives in me. Jesus, ich danke dir, dass deine Kraft in mir lebt. There's a storm. Wenn es stürmt, I'm going to spread out my wings and let's go. breite ich meine Flügel aus und lasse mich treiben. I trust you that your strength is more powerful than any storm that's in my life. Ich vertraue dir, dass deine Kraft stärker ist als jeder Sturm meines Lebens. You might as well use the difficulties of life instead of wasting them. Nutze die Schwierigkeiten des Lebens, anstatt sie zu vergeuden. So look at this. Schau mal, He has learned that in every difficult situation that he's just fine because of Christ's strength. Paulus hat in jeder schwierigen Situation gelernt, dass es ihm dank der Stärke Christi gut geht. Now he goes back to them and the money. Nun kehrt er zu ihnen und dem Geld zurück. He says in verse 14, In Vers 14 sagt er, You have so graciously provided for my essential needs during the season of difficulties. ihr habt mich in dieser schwierigen Zeit so großzügig mit dem Notwendigen versorgt. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? The guy who trusts God completely Der Mann, der Gott voll und ganz vertraut, is now thanking them and saying, You guys have provided for me. dankt ihnen jetzt und sagt, ihr habt mich mit allem versorgt. But you will actually see Später erfährst du, that later on he's going to tell them that the provision doesn't come from people but from God. wie er ihnen sagt, dass die Versorgung nicht von Menschen kommt, sondern von Gott. You know, and this is the beautiful thing that Paul brings out these seemingly paradoxes. Das ist das Schöne daran, dass Paulus diese scheinbaren Paradoxien aufzeigt. You know, and this is how Christian life, I love paradoxes. Genauso liebe ich Paradoxien im christlichen Leben. So Paul understands that God is the only source of provision, yet he thanks them that they have graciously provided. Paulus weiß also, dass Gott die einzige Quelle der Versorgung ist und doch dankt er ihnen, dass sie ihn großzügig bedacht haben. So think about this. Denk also darüber nach. He says, You have graciously provided for my needs in this season of difficulties. But before that, he said, I don't care about difficulties. Er sagt, ihr habt für meine Bedürfnisse in der schwierigen Zeit großzügig gesorgt. Doch vorher sagt er, ich mache mir keine Gedanken über Schwierigkeiten. So this shows us that, first of all, he had the right heart belief about provision. Das zeigt also, dass er erstens den richtigen Herzensglauben an die Versorgung hatte. Secondly, it shows us that he did not use this speech or this teaching to them in order to manipulate them. Zweitens zeigt es uns, dass er diese Rede oder diese Lehre nicht benutzte, um sie zu manipulieren. But he was trying to teach them an important spiritual truth regarding provision and financial giving. Er lehrte sie vielmehr eine wichtige geistliche Wahrheit über Versorgung und finanzielles Geben. And this is such a beautiful mystery. Und das ist solch ein schönes Geheimnis. You know, for me, I see here the mystery of a channel and the mystery of a reservoir. Für mich sehe ich hier das Geheimnis eines Kanals und das Geheimnis eines Reservoirs. You know, and we always constantly have to make this decision. Wir müssen diese Entscheidung immer wieder neu treffen. If we are learning to live as channels,
Wenn wir lernen, als Kanal zu leben, it's an impossibility for us to ever run dry. ist es unmöglich, dass wir jemals austrocknen. Why is this an impossibility? Warum ist das ein Ding der Unmöglichkeit? Because channels are connected to a source, and if the source doesn't run dry, neither can the channel. Weil Kanäle mit einer Quelle verbunden sind und wenn die Quelle nicht versiegt, kann auch der Kanal nicht versiegen. So Paul understood that. Paulus hat das also verstanden. And now he's thanking these people for providing, and yet he understands that they were not the source. Er dankt diesen Menschen für ihre Hilfe, doch er versteht auch, dass sie nicht die Quelle sind. He understood that the only thing these people were channels, yet I have to say thank you to the channels. Er hat verstanden, dass diese Leute nur Kanäle waren, aber er dennoch den Kanälen danken muss. So then, why would we have to say thank you to the channels? Warum sollten wir uns also bei den Kanälen bedanken? Why? Weshalb? Because if the channel is not willing to surrender to the source, the provision will not flow. Weil, wenn der Kanal nicht bereit ist, sich der Quelle hinzugeben, kann die Versorgung nicht fließen. Yes, of course, God will find other ways of providing. Of course he will. Natürlich wird Gott andere Wege finden, uns zu versorgen. Natürlich wird er das. But remember, Aber denk dran, many times we could have been an incredible channel, but we were not surrendered. oftmals hätten wir ein unglaublicher Kanal sein können, aber wir waren nicht bereit, uns ihm hinzugeben. When the Lord began to teach me the difference between channel and the source, it was so powerful to me. Als der Herr begann, mich den Unterschied zwischen einem Kanal und einer Quelle zu lehren, war das sehr kraftvoll für mich. So these Philippians, they became beautiful channels of God's powerful provision to Paul. So wurden diese Philipper zu wunderbaren Kanälen für Gottes mächtige Versorgung des Paulus. You know, when the Lord began to teach this to me, I said, Lord, I really want to be just a channel the rest of my life. Als der Herr begann, mich das zu lehren, sagte ich, Herr, ich möchte wirklich für den Rest meines Lebens nur ein Kanal sein. So it looks like they have provided, and that's what he's saying to them. Es sieht also danach aus, als hätten sie für ihn gesorgt und das ist es, was er ihnen sagt. But later we will find out that it wasn't actually them. It was all coming from Jesus Christ. Später werden wir aber herausfinden, dass sie es eigentlich nicht waren. Es kam alles von Jesus Christus, Which is clearly teaching them in this beautiful passage. was er ihnen in diesem schönen Abschnitt deutlich zeigt. And tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter. See you guys. Bis dann, Leute!